wenn man da aber drin sitzt im Becken mit Bleiweste, dann auf dem Boden gärtnert oder auch mitten in den Pflanzen steckt, dann hat man die Besucher gar nicht so im Blick und tatsächlich kriegt man das gar nicht so viel mit. Mein Name ist Elisa Gülze, ich bin die Bereichsleiterin der Aquaristik im Tropenaquarium vom Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Und ich habe im Jahre 2021 im Sommer dann das Aquarium bzw. den Bereich Aquaristik von meinem Vorgänger Marian Merkens übernommen und damit ja auch unseren wunderschönen Flusslauf. Mein Name ist Dr. Guido Westhoff, ich bin seit 2009 der Leiter des Tropenaquariums. Und das Projekt über das bepflanzte Süßwasserbecken war ein Herzenswunsch und ich habe mich riesig gefreut, die Chance dazu haben zu dürfen. Wir wollten einen Flusslauf machen. Es war vorher ja auch ein Flusslauf, ein Südamerika-Flusslauf. Amazonas haben wir das genannt. Und wir wollten in den asiatischen Bereich gehen. Insbesondere, weil Dennerle Plants uns auch eine sehr große Vielfalt an asiatischen Pflanzen anbieten konnte. Und durch Stefan Hummel als Plantahunter hatte also ganz tolle Ideen und war natürlich auch viel in Asien unterwegs. Die Fischvielfalt in Asien ist durchaus sehenswert, aber auch Afrika ist natürlich toll. Südamerika war fantastisch, aber das hatten wir nun über 10 Jahre. Also haben wir uns entschieden, das einen Sumatra-Flusslauf zu nennen. Und die Idee war, dass wir auch da irgendwo einen Flussuferbereich zeigen, möglichst einen Überhang, weil wir natürlich eine sehr große Höhe haben und die Tiefe des Beckens gar nicht jetzt irgendein Flachwasserufer zulassen würde. Und gleichzeitig wollten wir nicht nur einfach eine Wand, sondern auch einen Baumstamm haben, der auf der einen Seite ist und der natürlich irgendwo auslaufen musste. Zunächst haben wir mit Stefan Hummel einen Bepflanzungsplan gemacht. Oder der hat uns was vorgeschlagen mit niedrigen Pflanzen, hohen Pflanzen, Pflanzen im dunklen Bereich. Und dann haben wir überlegt, wie wir das einbauen können. Und es war völlig klar, dass rechts, also wir was wollten, dass Wurzelbereiche da sind. Und mir war ganz wichtig, dass wir Wurzeln haben, die möglichst durch den Wasserkörper im mittleren Bereich gehen, dass wir viele Durchschwimmhöhlen kreieren und dass wir also das interessanter gestalten als einfach nur tief und hoch und lange Pflanzen, kurze Pflanzen. Und da waren alle sofort mit einverstanden. Und dann hatten wir von ATI Aquaristik Jason, ein Engländer, der war also ein totaler Künstler, der hat auch super malen können und der hat uns dann quasi diese Wurzeln erstmal aufgemalt. Und dann haben wir hier oben gesessen, alle Mann, mit Stefan Hummel und unserem Aquarianer Marian Merkens und haben erstmal so ein Konzept gemacht, bis uns das richtig gefiel. Also wir haben hier zum Beispiel einen In-vitro-Cup der Vesicularia. Und zwar bekommen wir von Dennerle Plants immer wieder Pflanzen geliefert für unseren großen Flusslauf, aber auch natürlich für die kleineren Becken. Und was wir dann machen, ist zum Beispiel auch bei den In-vitro-Cups, die kann man nämlich auch wunderbar für die größeren Becken benutzen, ist, dass ich das Nährsubstrat einmal abspüle. Dann habe ich nachher wirklich nur noch so ein Moospatch übrig. Und habe das jetzt für meinen Tauchgang schon mal vorbereitet. Das kann ich nachher einmal einbringen. Also gerade dieses Weeping Moos ist natürlich wunderbar für Wurzeln geeignet, weil es nachher schön hängend runterwächst. Oder auch für unsere Überhänge habe ich es schon auf Steine gebunden. Das werde ich nachher einmal auf den Überhang rauflegen, sodass dann hoffentlich das Moos auch etwas runterwachsen kann. Genau, das ist, was wir zum Beispiel vor dem Tauchgang schon mal vorbereiten. Unter Wasser wäre das alles ein bisschen schwierig, aber so verwenden wir tatsächlich im Tropenaquarium auch diese winzigen In-vitro-Cups und bringen die Pflanzen dann in unser großen Flusslauf ein.
Wir fügen verschiedene hinzu, und zwar einmal zum Wiederbesatz, also Pflanzen, die vielleicht früher schon im Becken waren, ein bisschen zurückgegangen sind, vielleicht auch ein bisschen überwuchert wurden, wie zum Beispiel Vesicularia haben wir heute eine Art, die wir aufgebunden auf Wurzeln oder Steinen oder auch einzeln mit ins Becken nehmen. Dann haben wir eine Cryptocoryne-Art, die Lucens, die nehmen wir wieder ins Becken, die haben wir nämlich tatsächlich gar nicht mehr. Und ansonsten haben wir auch ein paar Pflanzen mit dabei, das schauen wir uns später nochmal an, die wir mal zum Vergleich mit reinnehmen ins Becken. Es gibt nämlich die kleinen Topfpflanzen, wie man sie kaufen kann, und dann natürlich die große, ausgewachsene Wuchsform, wie sie jetzt nach 5 Jahren bei uns im Becken vorkommt. Die Tauchgänge sind so alle 2 bis 4 Wochen, auch ein bisschen je nachdem, wie die Pflanzen gerade wachsen. Wasserwechsel machen wir alle 2 Wochen, dann gibt es natürlich Filterreinigung, das ist auch immer ein bisschen je nach Bedarf, aber alle 2 bis 3 Wochen werden da immer wieder Matten gesäubert, Mulm abgesaugt, auch je nach Bedarf, ähnlich wie das bei kleineren Aquarien ist, nur dass es natürlich alles etwas aufwendiger ist, weil man alles in großer Dimension hat und vor allem für viele Dinge dann erstmal tauchen muss. Bei den Tauchgängen geht es vor allem meistens damit los, dass wir so ein bisschen braune Blätter, welke Blätter aus den Pflanzen herauszupfen. Aber da wir ein sehr schönes Wachstum haben im Becken, müssen wir die Pflanzen auch regelmäßig zurückschneiden. Sonst würden sich die stärkeren Pflanzen natürlich am Ende ihren Platz suchen. Die kleineren, etwas langsam wachsenden Pflanzen würden überwuchert werden. Da müssen wir natürlich immer ordentlich aufpassen. Genau, also viel ist es tatsächlich Gärtnern. Das Mulm absaugen, wenn wir es machen, wird dann über einen langen Schlauch gemacht, bis nach außen, aus dem Becken heraus. Genau. Also die Tauchgänge so 1,5 bis 2 Stunden. Da sind wir dann nicht alleine, also entweder sind wir sogar zu zweit im Becken, jeder fängt von einer Seite an, oder ein Taucher ist im Aquarium und einer sitzt dann am Rand, passt auf, reicht dann den Schlauch mal von A nach B oder nimmt getrocknete Blätter an, genau, und hilft dann ordentlich. Spezielle Bewohner haben wir im Becken, und zwar unsere Papua-Weichschildkröte zum Beispiel. Die lebt ja omnivor, ernährt sich aber hauptsächlich pflanzlich. Und das war schon erstmal eine kleine Herausforderung. Also sie hat schon gezeigt, dass sie unsere Pflanzen doch hier und da mal ganz gerne mochte. Und da hat aber der Bereichsleiter für die Terroristik da eine Methode entwickelt. Und zwar füttert er die Schildkröte mit einem Target. Also es wird mit Stint gefüttert einerseits, aber es wird auch täglich mit Salat gefüttert. Also da haben wir einfach wie einen Futterclip im Wasser, sodass dann dort auch gefüttert wird, und das hat sie sehr gut angenommen. Also der Salat wird sehr gut berupst, der Stint wird vom Target angenommen und unsere Fische und Pflanzen werden in Ruhe gelassen. Genau. Die Arbeit im Tropenaquarium, vor allem das Gestalten und Tauchen tatsächlich. Unseren Besuchern immer wieder neue Einblicke zu geben in die Unterwasserwelt. Nicht jeder hat schon mal eine Tauchermaske aufgehabt und weiß eigentlich, wie es unter Wasser aussieht in den Meeren, aber so zum Beispiel auch in unserem Flusslauf. Also viele sehen vielleicht einen See oder einen Fluss oder einen Bach im Urlaub oder auch bei uns in Deutschland, wissen aber eigentlich gar nicht, was da unten vorkommt. Und das zu zeigen, zu gestalten, das finde ich ganz besonders schön. Zunächst mal freuen wir uns, dass es sich so entwickelt hat. Und natürlich könnte man jetzt sagen, das machen wir jedes Jahr. Aber so ein großes Becken erzeugt auch erst diese Leidenschaft dadurch, dass es ja wachsen muss und gewachsen ist. Und also es könnte jetzt noch 10 Jahre so bleiben. Aber wir werden wahrscheinlich da eher mal wieder was Neues machen, weil es auch so viel Spaß macht und so erfolgreich ist, mit Denali Plants und Tropica solche Projekte zu machen. Wir hatten Südamerika, dann hatten wir jetzt Asien. Das nächste könnte vielleicht Afrika sein. Das ist zumindest von dem Fischbesatz extrem spannend. Da gibt es ganz tolle Fischformen, die man sonst nicht so hat.
Von der Bepflanzung wird es wahrscheinlich eine Herausforderung, aber das ist zumindest was, über das wir nachdenken.